Hallo und herzlich willkommen zu Madame Fuchslis YouTube-Kanal. In diesem Video dreht sich alles um den Sommer und zwar häkeln wir eine kleine Biene. Dazu brauchen wir 3 verschiedene Wollfäden, weiß, gelb und schwarz, natürlich etwas Füllwatte, eine Schere, eine Wollnadel. Dann habe ich, um die Perlen zu befestigen, noch eine etwas dünnere Nadel und 6 von diesen Holzpärchen oder auch andere Perlen, je nachdem, was euch lieber ist. Und wir beginnen mit der Farbe Schwarz. Wir häkeln zuerst den Kopf und zwar mit einem Magic Ring oder, wenn euch das besser liegt, mit einem Fadenring. In euren Fadenring könnt ihr 6 Grundmaschen häkeln, genauso wie in den Magic Ring. Und das Ganze mit einer Kettmasche verschließen. Wir beginnen unsere nächste Runde mit einer Luftmasche und verdoppeln unsere Maschen, also jeweils in eine Grundmasche 2 feste Maschen häkeln, sodass wir am Ende der Runde auf 12 Maschen insgesamt kommen. Und das Ganze wieder mit einer Kettmasche verschließen. Die dritte Runde beginnen wir auch mit einer Luftmasche und verdoppeln jetzt jede zweite Masche, sodass wir auf 18 Maschen insgesamt kommen. Das heißt, in unsere erste Masche häkeln wir ganz normal eine feste Masche und in die darauffolgende, in die zweite Masche, häkeln wir 2 feste Maschen und das Ganze wiederholen wir noch bis zum Schluss. Immer im Wechsel eine feste Masche in eine Masche und die nächste verdoppeln mit 2 festen Maschen. Auch das verschließen wir wieder mit einer Kettmasche. Das Ganze sieht dann so aus. Die nächsten 3 Runden werden jeweils mit 18 Maschen ganz normal ohne Zu- oder Abnahme gehäkelt. Das heißt, wir beginnen jede Runde mit einer Luftmasche und häkeln in jede Masche eine feste Masche und das Ganze 3-mal. Am Ende der dritten Runde angelangt, wird das Ganze wieder mit einer Kettmasche verschlossen. Das Ganze sieht dann so aus. In der nächsten Runde nehmen wir Maschen ab, sodass wir wieder runter auf 12 Maschen kommen. Wir häkeln eine Luftmasche, häkeln in die erste Masche ganz normal eine feste Masche und nehmen dann die zweite und die dritte Masche zusammen, in die wir jeweils eine Schlaufe rausholen und diese gemeinsam abmaschen und das dann wieder im Wechsel eine feste Masche ganz normal häkeln und jeweils in die nächsten beiden einmal einstechen, den Faden holen und zusammen abmaschen. So kommen wir wieder auf 12 Maschen und dann sind wir auch schon fast fertig mit unserem Kopf. Das Ganze wieder mit einer Kettmasche verschließen. Jetzt ziehe ich meine Schlaufe etwas weiter raus, weil wir gleich weiter häkeln werden. Verstecke unseren Anfangsfaden und stopfe ein wenig den Kopf aus. Noch ein bisschen. Dann gehe ich wieder in meine Schlaufe und ziehe sie zurück. Ich ziehe die immer gerne ein bisschen raus, weil es passieren kann, dass man beim Stopfen vielleicht doch einen Faden zieht und sich dann das Ganze wieder aufzieht. Wir beginnen wieder mit einer Luftmasche und häkeln jetzt von 12 Maschen auf 6 Maschen wieder runter. Das heißt, wir nehmen jede Masche zusammen, also die erste und die zweite zusammen, die dritte und die vierte zusammen und das bis zum Schluss und das Ganze wieder mit einer Kettmasche verschließen. So, fertig ist unser Kopf. Wie ihr seht, ist er wie eine kleine Kugel. Jetzt häkeln wir direkt den Körper dran. Das heißt, wir nehmen direkt wieder von 6 auf 12 Maschen zu. Also verdoppeln wir wieder jede Masche von 6 auf 12, in jede Masche 2 feste Maschen. So, und bevor wir das Ganze mit einer Kettmasche schließen, werden wir jetzt den Faden wechseln. Das heißt, wir holen uns zwar die Schlaufe
Aber wir maschen die Schlaufe nicht ab, sondern wir legen unseren neuen Faden ein, indem wir den Faden durch beide Maschen durchziehen und die beiden Fäden gut verknoten. Wir schneiden die schwarze Wolle noch nicht ab, da wir sie noch benötigen. Ich verstecke jetzt den gelben Faden noch im Kopf, dass der uns beim Häkeln nicht stört, und lege den schwarzen Faden nach hinten und häkel jetzt mit dem gelben Faden weiter. Erstmal ganz normal, wie die Vorrunde auch, 12 feste Maschen und das Ganze mit einer Kettenmasche verschließen und in der nächsten Runde wieder zunehmen von 12 auf 18. Das heißt im Wechsel wieder eine feste Masche und die nächste Masche verdoppeln. So, nach den 18 Maschen wechseln wir wieder die Farbe. Wir gehen in die erste Masche rein, holen uns den Faden und wechseln jetzt einfach den schwarzen Faden ein, ziehen den gelben Faden richtig schön fest und legen den nach hinten. Und häkeln in der nächsten Runde auch ganz normal 18 feste Maschen und das zweimal, also 2 Runden à 18 Maschen. Nach den 2 Runden wechseln wir wieder den gelben Faden ein, dann häkeln wir eine Runde mit 18 Maschen und eine Runde mit 12 Maschen. Das heißt, wir nehmen dann nochmal ab. Nach der Runde mit den 18 Maschen nehmen wir einfach wieder jedes zweite Mal ab. Eine feste Masche, 2 zusammen, eine feste Masche, 2 zusammen. So, dann wechseln wir wieder den Faden ein, von gelb auf schwarz, ziehen den gelben Faden schön fest, kürzen ihn diesmal weg, da wir ihn nicht mehr brauchen, verknoten den gelben Faden sehr gut. Ich verstecke ihn gleich im Inneren, dann stört er nicht. Jetzt häkeln wir noch 2 Runden mit 12 Maschen, also wieder einfach nur in jede Masche eine feste Masche und das zweimal. Das Ganze mit einer Kettmasche schließen, dann ziehe ich mir wieder die Schlaufe und befülle den Körper. Fehlt noch ein bisschen. Füllt etwas mehr Watte ein, da wir dann noch ein bisschen verteilen müssen später, wenn wir den Körper geschlossen haben. Jetzt gehen wir von 12 Maschen auf 8 Maschen runter. Das heißt, anstatt wie normalerweise, dass wir jede Masche zusammennehmen, nehmen wir jetzt einfach jede zweite Masche zusammen. Also immer im Wechsel eine feste Masche, 2 zusammennehmen, eine feste Masche und 2 zusammennehmen. Und von den 8 gehen wir jetzt auf 6 Maschen runter. Das heißt, wir müssen zweimal abnehmen. Wir nehmen also jede dritte und vierte zusammen. Das heißt, wir häkeln in die erste und die zweite jeweils eine feste Masche, ganz normal, und häkeln dann die dritte und die vierte Masche zusammen und das Ganze mit einer Kettenmasche verbinden. Den Faden wegkürzen, durchziehen und den Faden gut vernähen. Ich gehe durch die letzten Maschen einfach durch, damit das unten gut verschlossen ist. Ziehe das Ganze schön fest und vernähe dann so 2-3 Mal den Faden im Inneren und schneide dann den überschüssigen Faden ab. Dann verteile ich im Inneren ein bisschen die Wolle. So. Und fertig ist der Körper. Als nächstes machen wir die Augen. Für die Augen beginnen wir mit Schwarz. Hier häkle ich auch mit einem Magic Ring. Und zwar mit 3 festen Maschen. Ziehe das Ganze gut zu. Ist etwas knifflig, weil es so wenig Maschen sind. Schließe es aber noch nicht komplett, sondern wechsle jetzt einen weißen Faden ein. Verknote wieder den Faden gut auf der Rückseite.
kürze den schwarzen Faden direkt weg, den brauchen wir dann erstmal nicht. Und kürze auch ein bisschen die anderen Fäden ein, dann ist es etwas leichter. Und häkel jetzt in jede Masche der 3 Grundmaschen 3-mal feste Maschen. Also in eine feste Masche 3 feste Maschen, so dass einmal komplett das Schwarze umrundet ist. Mit einer Kettmasche schließen, den Faden ein bisschen länger lassen, da wir ihn noch zum Vernähen brauchen, und durchziehen und die überschüssigen Fäden auf der Rückseite einfach wegkürzen. So, dann nehmen wir unsere Wollnadel und gehen einmal in die Mitte und machen einen kleinen weißen Punkt als Spiegelung. Und nähen das Ganze dann an dem Kopf fest. Hier gehe ich durch jede Masche einmal durch, also steche einmal in den Kopf ein und gehe dann durch eine der weißen Maschen durch und mache das einmal rundherum und ziehe das Ganze auch schön fest, dass es nicht wieder aufgeht oder zu locker am Kopf fest sitzt. Den Faden dann noch vernähen und das Ganze noch einmal für das zweite Auge. So, kurzerhand habe ich mich entschlossen, doch keinen weißen Punkt ins Auge zu setzen. Also hole ich quasi mir meinen weißen Faden wieder raus und schneide ihn einfach ab. Gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. So, jetzt machen wir weiter mit den Armen und den Beinen. Dazu gehe ich auf die Seite und steche meine Häkelnadel ein, hole mir den Faden und mache erstmal einen Doppelknoten. Dann gehe ich wieder in die gleichen Maschen rein und häkel einfach 6 Luftmaschen, kürzen den Faden weg, ziehen ihn zu und jetzt fädeln wir einfach auf unseren Endfaden eine gelbe Holzperle. Dann vernähe ich den Faden direkt durch den Arm zurück. Geht etwas schwer mit der dicken Wolle. So, aber dann sitzt die Perle auch schön fest. Und den Anfang und den Endfaden ziehe ich mir dann einfach in den Körper rein. So. Und fertig ist das erste Ärmchen. Das Ganze mache ich jetzt noch 2-mal auf der Seite und parallel 3-mal auf der anderen Seite. So, wenn ihr alle 6 Beinchen dran habt, sollte das Ganze jetzt so aussehen. Und jetzt geht es weiter mit den Fühlern. Hier beginnen wir so ähnlich wie mit den Armen. Wir stecken unsere Häkelnadel durch die Maschen, holen uns den Faden durch und verknoten ihn erstmal. Dann häkeln wir 7 Luftmaschen und häkeln jetzt in die 6., also überspringen die 7. und gehen hier in die 6. Masche rein und häkeln in die 6. Masche 3 feste Maschen. Dann kriegen wir so einen Knubbel da oben und häkeln jetzt in die restlichen 5 Luftmaschen jeweils eine Kettmasche, um wieder zurück zum Kopf zu kommen, und stechen wieder in dieselbe Stelle ein, wo wir unseren Faden befestigt haben, und häkeln dort ebenfalls eine Kettmasche, kürzen den Faden weg, ziehen die Schlaufe auf und ziehen den restlichen Faden und den Anfangsfaden in den Körper.
und schneiden die überschüssigen Fäden einfach weg. Und fast fertig ist unser Bienchen. Jetzt fehlen noch die Flügel. Die häkeln wir mit weißer Wolle. So, insgesamt brauchen wir 4 Flügel. Die sehen so aus. Einen habe ich schon mal fertig, beziehungsweise 3. Wir beginnen mit einer Schlaufe und häkeln 2 Luftmaschen. Jetzt häkeln wir in die erste 2 feste Maschen. So, das wird unten unsere Spitze. Jetzt häkeln wir eine Luftmasche und gleich in die erste Masche häkeln wir wieder 2 Maschen und in die nächste auch 2 Maschen, so dass wir 4 haben in der Runde. Eine Luftmasche, die Arbeit wenden und jede Masche glatt häkeln, also 4 feste Maschen, ganz normal zurückhäkeln, wieder eine Luftmasche, das Ganze wenden und gleich die erste Masche wieder verdoppeln, also 2 in eine Masche. Dann häkeln wir 2 feste Maschen und in die letzte häkeln wir wieder 2 Maschen. Dann haben wir jetzt 6 Maschen, eine Luftmasche, die Arbeit wenden und ganz normal 6 Maschen glatt häkeln. Jetzt haben wir so ein schönes Dreieck. Wieder eine Luftmasche und das letzte Mal zunehmen. In der ersten direkt 2 Maschen und bis zur letzten einmal durchhäkeln. So, und in die letzte dann wieder 2 Maschen häkeln. Jetzt müsstet ihr auf 8 Maschen kommen. Eine Luftmasche und 8 Maschen glatt wieder zurückhäkeln. So, jetzt drehen wir das Ganze ohne Luftmasche und häkeln Stäbchen. Wir nehmen uns den Faden auf die Nadeln und stechen mittig in unsere Arbeit ein und häkeln ein Stäbchen. Wir gehen immer wieder in die Mitte, in dieselbe Masche. Das Ganze wiederholen wir jetzt noch 9 Mal. So entsteht unser Halbkreis, der den Abschluss des Flügels darstellt. Gehen hier in die letzte Masche rein, verbinden das Ganze mit einer Kettmasche, kürzen den Faden weg, ein bisschen länger lassen, also nicht zu kurz schneiden. Und jetzt nähen wir einmal bis zur Spitze zurück. Immer im Zickzack durch die seitlichen Schlaufen durch, bis wir an der Spitze angelangt sind. Hier verknote ich gerne nochmal den Anfang und den Endfaden, dass das schön fest ist. Und jetzt verknote ich mit den kurzen Fäden 2 Flügel, 2 bis 3 Knoten, dass das schön fest ist. Nehme einen Faden, ziehe den auf die Nadel und befestige die Flügel jetzt auf der Rückseite unserer Biene und nähe das Ganze gut fest. Verknote das Ganze noch einmal und ziehe die Fäden durch den Körper durch. Ist nicht so leicht. Man kann auch die Fäden einzeln durchziehen. Dazu bin ich ein bisschen zu faul. So. Faden wegkürzen
Und fertig ist unsere kleine Biene. Man kann jetzt noch mit Draht oder Fäden das Ganze etwas stabilisieren. Und man kann sie aufhängen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Viel Spaß beim Nacharbeiten. Wir sehen uns das nächste Mal.